Eine Zwischenlandung ein kleinliches Erlebnis. Das dreimotorige Ford-Flugzeug Letizia war schon seit langer Zeit als Fotomaschine eingerichtet, um Fotoflüge in den Lanus und in anderen Gebieten zu machen. Eine Luke von 80 x 100 cm war zwischen dem Fahrgestell aus dem Rumpf geschnitten und mit herausnehmbaren, das heißt, hineinnehmbaren Rahmen versehen, die im Fluge entfernt und nach der Arbeit wieder eingebaut wurden. Man musste hart zugreifen, dass einem bei diesem Manöver der Fahrwind nicht die Rahmen entriss. Im Laufe des Jahres 1938 wurde ein Fotoauftrag geflogen, und zwar handelte es sich um ein Gebiet, das mit dichtem Urwald und wenigen Menschen besiedelt war, ein Gebiet, das in großen Zügen zwischen den Flüssen Carrare und Opon liegt. Heute geht eine Straße durch dieses Gebiet und es existieren einige kleine Siedlungen, darunter Cimitarra, eine Holzverarbeitungsstelle, das von Deutschen aufgebaut wurde. Die Luftaufnahmen dienten dem Zweck der Fotogeologie zur Ölsuche und wurden mit präzisen Kameras gemacht, die teils schon vollautomatisch waren oder auch noch mit der Hand bedient wurden. Je nach der Brennweite der Optik war die Flughöhe bestimmt. In diesem Fall war die Flughöhe 4000 m über dem Gelände, die durch genaue Messinstrumente eingehalten werden musste. Die tägliche Wetterdurchsage aus Palanquero und Puerto Berrio meldete eines Tages gegen 10 Uhr vormittags nur eine sich im Auflösen befindliche hohe Wolkenlage für das aufzunehmende Gebiet. Die zweite Fotomaschine war in den Lanus mit der Aufnahme von über 3 Millionen H beschäftigt. Gegen 10 Uhr und 30 Minuten startete die Letizia mit dem Piloten von Rengel, dem Bordmechaniker Lovich und mir als Beobachter und Bediener der Kamera. Von dem früheren Flugplatz Tejo, heute Ciudad Kennedy, flogen wir zunächst in Richtung Palanquero und dem Magdalenenstrom, den wir in ca. 3500 Meter Höhe erreichten. Den Fluss abwärts verfolgend, flogen wir bis zum heutigen Puerto Boyaca im Territorio Vázquez, wo sich jetzt das Velázquez-Ölfeld befindet. Da sich das aufzunehmende Gebiet in einer Durchschnittshöhe von 500 Meter über Meereshöhe befindet, kletterten wir auf 4500 Meter Höhe. Beim Abflug des Geländes erklärte ich dem Piloten, wie die Streifen zu fliegen wären und wo wir anfangen mussten. Es war saukalt in dieser Höhe und ein eisiger Wind fauchte durch die geöffnete Luke und hätte alles durcheinandergewirbelt, wenn nicht alles genügend gesichert worden wäre. Ich trug Flugkombination und Fliegermütze mit Brille und gab dem Piloten Anweisungen durch Handzeichen über den Flugkurs, der genau eingehalten werden musste, um den Anschluss an den Nebenstreifen nicht zu verpassen. Drift und Geschwindigkeit, Blende und Belichtungszeit wurden errechnet und danach die Aufnahmefolge eingestellt. Das Wetter war herrlich, nur einige Cirren standen über uns in 6000 bis 7000 Meter, die das Licht nicht beeinflussten. Alles klappte wie am Schnürchen. Unter uns Urwald, der nur geteilt wurde von den wenigen Wasserläufen, welche auch die einzigen Anhaltspunkte für die Orientierung darstellten. Je nach der Entfernung zum nächsten Flughafen dauerte ein Fotoflug 3 bis 4 Stunden. Wir machten gute Fortschritte. Ein Streifen wurde an den anderen gelegt. Nach einigen Stunden gab der Bordmechaniker zu verstehen, dass der Brennstoff knapp war und dass wir abbrechen mussten. Nachdem ich mich vergewissert hatte, wo die letzte Aufnahme lag, gab ich das Zeichen zum Abbruch. Ich schloss die Luke, denn ich fühlte mich am Nordpol und Pilot von Rengel suchte menschlichere Tiefen, oder besser gesagt Höhen auf. Wir waren nun in ca. 3000 Meter Höhe über dem Rio Carrare und ich war damit beschäftigt, die Kassetten zu kontrollieren und Aufzeichnungen über den Flug zu machen, als einer der Motoren anfing zu spucken. Das war nicht tragisch, denn man konnte auch nur mit 2 Motoren und drinnen gut weiterfliegen, aber als nach dem Ausgleichen des Brennstoffs in den Tanks auch die beiden anderen Motoren anfingen an Benzinmangel zu leiden, was sich durch Spucken oder Husten zum Ausdruck brachten, wurde die Lage etwas ernster. Ich stand nun in der Führerkabine und auf meine Frage, was los wäre, antwortet mir von Rengel nur, kein Spirit mehr. Zwischen Piloten, Mechaniker und mir berieten wir die Lage, während das Flugzeug langsam aber sicher an Höhe verlor, denn es ist not keiner oben geblieben. Diese langsamen Krähen von damals und die dreimotorige Ford im Besonderen hatten viel größere Tragflächen als die heutigen modernen Maschinen, die nur mehr von den Motoren gehalten werden.
Zuerst also segelten wir dem Fluss zu, dem Magdalena-Strom, um wenigstens nicht in den Urwald zu fallen. Ich hatte bereits im Jahre 1934 mit dem Urwald Bekanntschaft gemacht, Unfall des Flugzeugs von Kron, und wollte lieber um mein Leben schwimmen. Pilot von Rengel versuchte die Maschine möglichst lange in der Luft zu halten, um Gelegenheit zu haben, einen passenden Notlandeplatz ausfindig zu machen. Inzwischen war eine rege Unterhaltung per Radio im Gange zwischen den Bodenfunkstationen Barranquilla, Bogotá und unserem Flugzeug. Wir gaben zu verstehen, dass wir irgendwo am Fluss eine Notlandung versuchen würden und die Bodenstationen nahmen unser SOS auf, wünschten uns Glück und gaben zu verstehen, dass sie auf Dauerempfang bleiben würden. Wir kreisten inzwischen über dem Strom in 800 Meter Höhe, in der Nähe des Ortes Nare und hielten Ausschau nach dem bestmöglichsten Gelände für eine Bruchlandung. Maisfelder, Zuckerrohrfelder und Viehweiden wurden auf ihre Zweckmäßigkeit geprüft und dabei kam die Insel in Sicht, eine Insel im Magdalena-Strom, Sacamujer, wie wir später erfuhren, keine Sandbank mit Krokodilen, sondern eine richtige Insel im Wald, angeschwemmten Baumstämmen und anderem Treibholz. Aber diese Insel hatte quer durch einen Streifen mit Geröll, das Zeichen eines früheren Wasserlaufs. Von Nare aus beobachteten die Einwohner das seltsame Flugzeug, das beinahe geräuschlos über der Gegend kreuzte und verfolgen alle Manöver, welche wir vollführten. Schon beim Anflug an den Strom hatte ich alle beweglichen Teile der Fotoausrüstung, so gut es ging, verstaut und befestigt und nun, als wir uns geeinigt hatten, auf die Insel zu gehen, gaben wir kurz unsere Position A. In die Bodenfunkstellen und erhielten erneut Bescheid, viel Glück, bleiben auf Empfang stille. Die Antenne wurde eingeholt, wir legten unsere Sicherheitsgürtel an, der Pilot winkt mir zu, Daumen nach oben und ich antwortete in derselben Weise. 100 Meter, 50 Meter, das Wasser kommt immer näher, aber ich sehe auch die Insel auf uns zukommen, 20 Meter, 10 Meter, noch über dem Wasser, in dem die Krokodile schon auf uns warten und in einem Bruchteil einer Sekunde ein harter Schlag, gefolgt von Geräuschen und Bewegungen, die schlecht beschrieben werden können, die aber auf jeden Fall unangenehm waren. Draußen flitzen die Bäume vorbei, ohne dass die Trageflächen daran hängen bleiben, die Geschwindigkeit vermindert sich und mit einem letzten Ruck bleiben wir stehen. Wir hatten uns nicht überschlagen, wie zu erwarten war, hatten beide Flächen noch ganz, die Motoren intakt, eine verbeulte Radverkleidung und lebten. Wir standen nun mitten in niedrigem Buschwerk, beglückten uns gegenseitig und gingen anschließend daran, die Antenne herauszurollen, um sie an einer Baumgabelung zu befestigen. Das Radio funktionierte wie nach Maß und wir konnten uns die erleichterten Gesichter in den Bodenfunkstationen vorstellen, als auf der bekannten Welle durchkam, Letizia, hier Letizia. Notlandung geglückt. Alles okay. Maschine intakt. Sitzen auf der Insel in der Nähe des Ortes Nare. Melden uns später wieder. Stopp, man konnte die Leute beinahe jubeln hören. Es verging kaum eine halbe Stunde, da bekamen wir Besuch, der Pfarrer von Nare kam mit Helfern. Alle waren sie sehr erstaunt, dass sie uns lebend und in bester Laune antrafen. Nun wurde beraten, was zunächst zu tun sei, und eine eingehende Besichtigung unserer Robinson-Insel gab eine Möglichkeit, fliegend von der Insel wieder wegzukommen. Der Pfarrer und seine mitgebrachten Sünder bekamen den Auftrag, alles nur möglich an Werkzeug, Pickel, Schaufeln, Äxte und Machetes etc. in Nare zu holen, um einen Flugplatz auf der Insel zu bauen. Sie hielten uns wahrscheinlich für total verrückt, aber bei den Gringos ist alles möglich, sie kamen dann aber trotzdem und noch zahlreicher wieder. Inzwischen wurde wieder Radiokontakt aufgenommen und unsere Beobachtungen mitgeteilt und meine Frau in Bogotá erfuhr durch einen lakonischen Telefonanruf, ihr Mann kommt heute nicht nach Hause, er sitzt auf einer Insel im Magdalena-Strom. Sie mussten zwischenlanden. Morgen wird er abgeholt. Meine Frau hat sich wohl gedacht, solange er sitzt, ist alles in Ordnung, er lag also nicht und das Flugzeug lag auch nicht, sondern es stand. Mittlerweile saß ich nicht, auch stand ich nicht, sondern dirigierte die angekommenen Einwohner von Nare, unter dem Ansporn ihres Pfarrers und erklärte ihnen, welcher Baum gefällt, welcher abgehackt, welche Gräben zugeschüttet und welches Gelände eben gemacht werden müsse.
Den Rest des Nachmittags, ein Sankt, verbrachte ich mit diesen Arbeiten. Ich hatte schon vorher einige Notlandeplätze gebaut und wusste, was verlangt würde, und der Pilot und Mechaniker benützten die Zeit mit der Revision des Flugzeuges und mit dem Ausbeulen der Radverkleidung, das bei einem Flugzeug nicht schlechthin als Kotflügel bezeichnet werden kann. Kurz vor dem Dunkelwerden verließen uns unsere Helfer, um bei Tageslicht noch den Strom zu kreuzen, und wir stärkten uns mit den aus Nare mitgebrachten Leckerbissen. Dann machten wir es uns in der Maschine bequem und schliefen, ungestört von Moskitos, den Schlaf der Gerechten. Am Morgen stellen wir fest, dass eine Schildkröte während der Nacht uns das Frühstück in Form von einigen Dutzend Eiern in den Sand neben die Maschine gelegt hatte. Auf einem Blechdeckel konnten wir sie ohne weiteres in Spiegeleier verwandeln, denn die Sonne war um 8 Uhr früh schon ziemlich heiß. Gegen 10 Uhr hörten wir die Schwimmermaschine ankommen, welche, nachdem sie uns gesichtet hatte, herumkurfte, ganz niedrig über uns flog, als wollten sie auch sicher sein, dass wir noch und schon wieder munter waren, und schließlich im Strom wässerte. Sie brachte außer Brennstoff ein ausgiebiges Frühstück mit Kaffee im Thermo und sogar Trinkwasser mit. Alle ausbaufähigen Teile wurden dann aus der Maschine entfernt, auch die Kameras und Kassetten, und nur so viel Benzin getankt, um nach Palanquero, dem Militärflugplatz am Magdalene-Astrom, fliegen zu können, und in der Zwischenzeit wurde mit einer fieberhaften Tätigkeit an der Piste gearbeitet, welche, obwohl sie nur 220 m lang war, mit einigem Risiko zum Start benutzt werden konnte. Um 3 Uhr nachmittags, nach einer letzten Inspektion, erklärte ich die Pista als benutzungsfähig, allerdings mit Vorbehalt. Der Vorbehalt bestand hauptsächlich darin, dass die Maschine festgehalten werden musste. Die Letizia stand am Anfang der sogenannten Startbahn und ich am anderen Ende. Die Motoren liefen auf Hochtouren, und auf ein Zeichen von mir ließen 20 Mann das Flugzeug los, welchen nun nach einem Sprung auf mich lossteuerte. Ich konnte mich gerade noch auf den Boden werfen, um nicht zu Hackfleisch verarbeitet zu werden, als die Maschine über mich hinweghuschte. Von Rengel riss die Maschine hoch, um sie dann wieder auf den Strom herunterzudrücken, damit sie Fahrt gewann. Das Pionierstückchen war geglückt, die Maschine war wieder airborne und flog nun, langsam Höhe machend, nach Palanquero weiter. Ich rechnete noch mit den Helfern ab, die ganze Konstruktion kostete etwa 50 Pesos, bedankte mich für die wertvolle Hilfe beim Pfarrer und seinen Getreuen und flog dann mit dem Wasserflugzeug auch weiter nach Palanquero, wo die Sachen neuerdings umgeladen wurden. Ich war am selben Abend wieder heil und sehr froh bei meiner Familie angekommen. Mein Leben lang werde ich an die Insel Sacamujer im Magdalene-Astrom denken. Obwohl die Letizia eine Fotomaschine war, gab es doch keine Möglichkeit, Aufnahmen zu machen, denn ich hatte keine kleine Kamera bei mir, um die Ereignisse im Bilde festzuhalten. Gezeichnet, Heinrich Klein.